Jede Entdeckung eines römischen Dodekaeders ist bemerkenswert und ungewöhnlich, denn es gibt weltweit nur wenig mehr als 100 bekannte Exemplare und sie waren extrem schwierig herzustellen. Die handwerkliche Präzision, die nötig war, um ein solches bronzenes Dodekaeder zu gießen, stellte selbst für einen geschickten Metallhandwerker der damaligen Zeit eine enorme Herausforderung dar. Jahrhundertelang galten die römischen Dodekaeder als unerklärliches Kuriosum, bis ein Isotopenexperiment im Radiochemielabor von Oxford alles veränderte. Kein römischer Kaiser erwähnte sie je, kein Gelehrter beschrieb sie, kein Militärhandbuch listete sie auf. Auf den ersten Blick wirken sie unglaublich kompliziert, doch sobald man eines in der Hand hält, erscheint es viel einfacher. Dennoch wurde dieses präzise gegossene Bronzestück absichtlich in der Erde versiegelt gefunden, nicht verloren, sondern bewusst verborgen, fast ausgelöscht. Auf den ersten Blick wirken sie unglaublich kompliziert, doch sobald man eines in der Hand hält, erscheint es viel einfacher. Dennoch wurde dieses präzise gegossene Bronzestück absichtlich in der Erde versiegelt gefunden, nicht verloren, sondern bewusst verborgen, fast ausgelöscht. Was Wissenschaftler aus der hohlen Kammer dieses Objekts bargen, wird alles verändern, was wir über Rom und das, was es zu verbergen bereit war, zu wissen glaubten. Bis heute umgibt diese höchst eigenartigen Objekte ein riesiges Rätsel. Die Entdeckung, die alles veränderte. Im Herbst 2023 förderte eine Routinegrabung außerhalb des Dorfes Norden Disney in Lincolnshire, England, etwas zutage, das Forscher nie zuvor gesehen hatten. Der Ort war an sich nicht ungewöhnlich, eine bekannte römische Straßensiedlung entlang der alten Fosseway, der großen Verkehrsader, die einst Londinium mit der nördlichen Grenze verband. Metalldetektorensucher hatten dort jahrzehntelang römische Münzen gefunden. Keramikscherben, Broschen und landwirtschaftliche Geräte hatten die Stätte klar als zivile Siedlung aus dem 2. oder 3. Jahrhundert eingeordnet. Doch als Archäologen nahe der Kante eines eingestürzten Gebäudefundaments ein bronzenes Dodekaeder aus dem Boden hoben, fiel sofort etwas auf. Im Gegensatz zu allen früheren Exemplaren war dieses in einer kleinen Grube neben Holzkohlefragmenten und einem schmalen Ring verbrannter Erde vergraben worden. Doch als Archäologen nahe der Kante eines eingestürzten Gebäudefundaments ein bronzenes Dodekaeder aus dem Boden hoben, fiel sofort etwas auf. Im Gegensatz zu allen früheren Exemplaren war dieses in einer kleinen Grube neben Holzkohlefragmenten und einem schmalen Ring verbrannter Erde vergraben worden. Laboruntersuchungen, unter anderem der University of Lincoln, bestätigten, dass der umgebende Boden anhaltender starker Hitze ausgesetzt war. Noch ungewöhnlicher, mikroskopische Analysen des Rückstands in der hohlen Bronzekammer zeigten Spuren verbrannter organischer Verbindungen, darunter abgebauten Pflanzenöle und Harze, Stoffe, die im Römischen Reich häufig für rituellen Weihrauch verwendet wurden. Diese Entdeckung änderte die Debatte über Nacht. Zum ersten Mal lag physischer Beweis vor. Mindestens einige Dodekaeder waren absichtlich erhitzt worden, mit brennbarem Material im Inneren. Der hohle Aufbau ergab plötzlich Sinn. Wenn Weihrauch oder Harz in der Kammer verbrannt wurde, entwich der Rauch kontrolliert durch die 12 Öffnungen, je nach Ausrichtung in unterschiedlich großen Strömen. Forscher stellten schnell fest, beim Drehen über einer Hitzequelle erzeugte jedes Loch ein leicht anderes Rauchmuster, abhängig von Durchmesser und Winkel. Der Effekt war nicht zufällig. Er schuf präzise, beobachtbare, messbare und interpretierbare Rauchfahnen. Dr. Michael Carter, Spezialist für römische Rituale am University College London, veröffentlichte erste Ergebnisse. Das Gerät könnte als Divinationswerkzeug gedient haben. Römische Religionen deuteten oft Rauchbewegungen, Flammenverhalten und Luftströmungen als göttliche Botschaften. In Grenzprovinzenkulten verbrannten Priester Harze und beobachteten die Form und Richtung des aufsteigenden Rauchs. Plötzlich passte auch das Verbreitungsmuster besser. Die Grenzprovinzen beherbergten hybride religiöse Traditionen, römische Praktiken vermischt mit keltischen und germanischen Ritualen. Dodekaeder könnten spezialisierte Werkzeuge für lokale Zeremonien gewesen sein, die nie in offiziellen römischen Texten auftauchten. Die Römer dokumentierten den Staatskult genau, provinzielle Kulte interessierten sie weit weniger. Wenn das Dodekaeder zu einem Ritualsystem außerhalb kaiserlicher Kontrolle gehörte, wäre sein Schweigen in den Quellen nicht seltsam. Es wäre erwartet.
Die Theorien, die zusammenbrachen. Jahrzehntelang bot die etablierte Archäologie bequeme Erklärungen. Keine davon hielt ernster Prüfungsstand. Dr. Heinrich Miller von der Universität Wien verbrachte die 1990er Jahre damit, die Theorie vom militärischen Entfernungsmesser zu vertreten. Soldaten sollen die Dodekaeder genutzt haben, um Entfernungen abzuschätzen, indem sie durch bestimmte Löcher zielten und prüften, wie viel vom Ziel noch sichtbar blieb. Logisch, elegant, vollkommen falsch. Die Löcher variieren bei den verschiedenen Exemplaren so stark in der Größe, dass keine einheitliche Kalibrierung möglich ist. Kein einziges wurde je mit Entfernungstabellen, Tragetaschen oder Ballistaausrüstung gefunden. Ihre Verbreitung passt nicht zu bekannten römischen Militärlagerpositionen. Bei einer Konferenz 2018 in Lyon, konfrontiert mit diesen Fakten, soll Dr. Miller gesagt haben: „Dann weiß ich nicht, was sie sind." Niemand weiß es. Im folgenden Jahr ging er in den Ruhestand. Die Strickmaßtheorie hielt sich nicht besser. Befürworter behaupteten, die unterschiedlichen Lochgrößen halfen Strickerinnen, konsistente Fingerbreiten für Handschuhe zu halten. Die Theorie gewann 2013 an Fahrt, als die belgische Forscherin Griet Duva ein praktisches Experiment durchführte und zeigte: Das Design könnte als Handschuhherstellungslehre funktionieren. Die Lochgrößen passen zu verschiedenen Fingerbreiten. Die Verbreitung stimmt mit kalten nördlichen Provinzen überein, wo Wollehandschuhe für römische Soldaten essentiell waren. Doch ein Problem löst kein einziger Verfechter. In keinem authentischen Dodekaeder fand sich je eine Spur von Wollfaser oder Textilresten, nicht eine. Organisches Material überdauert selten 2000 Jahre im Boden. Fehlen von Beweisen ist kein Beweis für Fehlen. Aber es lässt die Handschuhtheorie unbestätigt und vielleicht für immer so. Kerzenhalter? Viele Dodekaeder haben offene Böden, kein Wachs könnte gehalten werden. Kein Exemplar zeigt Rußspuren oder Brandmale von Hitze. Jede Theorie brach zusammen. Das Objekt blieb unerklärt. Doch was Forscher 2023 aus einem ruhigen englischen Feld bargen, lässt alle früheren Ideen wie Kinderrätsel wirken. Das unmögliche Objekt. Römische Dodekaeder sollten eigentlich gar nicht so existieren. Es sind kleine, hohle Bronzestücke mit 12 perfekt geformten pentagonalen Flächen. Jede Fläche hat ein kreisrundes Loch. An jeder Ecke sitzt ein sorgfältig gegossener, abgerundeter Knauf, in vielen Fällen individuell gestaltet. Nichts daran wirkt zufällig, nichts wirkt rein dekorativ. Und doch, kein einziger römischer Text erwähnt sie je. Kein Kaiser hat sie dokumentiert, kein Gelehrter sie beschrieben, kein Militärhandbuch sie aufgelistet. Denkt man darüber nach? Die Römer haben alles festgehalten: Steuerquittungen, Getreidelieferungen, den Preis von Sandalen auf Provinzmärkten. Plinius der Ältere schrieb eine Enzyklopädie über die gesamte bekannte Welt. Und trotzdem absolutes Schweigen zu diesem präzise gefertigten Bronzekörper, der höchste metallurgische Kunstfertigkeit erforderte. Heute kennen Archäologen etwas über 130 Exemplare in ganz Europa. Diese Zahl allein ist seltsam. Die Römer produzierten Dinge sonst in Tausender-Auflagen, nicht in Dutzenden. Noch seltsamer, wo sie auftauchen. Jedes einzelne stammt aus den äußeren Provinzen des Reiches. Britannien, Gallien, Germanien, die Niederlande. Keines je aus Rom selbst, keines aus Italien, keines aus den östlichen Provinzen. Dr. Patricia Ashworth, Expertin für römische materielle Kultur in Cambridge, kartierte 11 Jahre lang ihre Verbreitung. In einem 2019 Papier, das von 3 großen Zeitschriften stillschweigend abgelehnt wurde, schrieb sie: Die geografische Ballung ist statistisch unmöglich durch zufälligen Verlust zu erklären. Diese Objekte waren entweder regional spezifisch oder regional verborgen. Die Handwerkskunst wirft noch mehr Fragen auf. Die meisten wurden im Wachsausschmelzverfahren als einteiliges Stück gegossen, ein Prozess mit hohen Temperaturen, exakter Kontrolle und hohem Materialaufwand. Ihr Inneres ist komplett hohl. Keine Befestigungen, keine mechanischen Teile, keine Rückstände alltäglicher Nutzung. Zu zerbrechlich für Waffen, zu komplex für Spielzeug, zu unterschiedlich in Größe und Proportionen für standardisierte Messwerkzeuge. Keines gleicht dem anderen genau, jedes scheint individuell hergestellt.
Jemand investierte erhebliche Ressourcen, um diese Objekte entlang der gesamten römischen Grenze zu schaffen. Und trotz tausender römischer Reliefs, die Werkzeuge, Rituale, Waffen und Alltag in feinster Detailtreue zeigen, nirgends taucht ein Dodekaeder auf. Keine Schnitzerei, kein Fresko, kein Mosaik. Schweigen in römischen Quellen bedeutete meist eines von zwei Dingen. Entweder war etwas so alltäglich, dass es keiner Erwähnung bedurfte, oder so gefährlich, dass es nicht dokumentiert werden durfte. Angesichts dessen, was in diesen Objekten verbrannt wurde, erscheint die zweite Möglichkeit bei weitem wahrscheinlicher. Die Sternenverbindung, über die wenige Forscher sprechen. Es gibt eine weitere Theorie, die in einer kleinen Gruppe von Historikern römische Astronomie leise an Aufmerksamkeit gewinnt. Sie beginnt mit einer einfachen, aber beunruhigenden Beobachtung. Das römische Dodekaeder hat 12 Flächen. Diese Zahl war in der Antike keineswegs zufällig. Für römische und griechische Gelehrte stand die 12 für die Struktur des Himmels. Die 12 Tierkreiszeichen, die 12 Himmelsabschnitte, durch die die Sonne im Jahreslauf zieht, die 12 Monate, die Landwirtschaft und religiöse Feste strukturierten. Für eine Kultur, die vom himmlischen Timing besessen war, trug die Zahl 12 enormes symbolisches Gewicht. 2017 begann Dr. Emilia Grant von der University of Durham eine ungewöhnliche Möglichkeit zu testen. Sie vermutete, dass die unterschiedlichen Lochgrößen in den Dodekaedern bestimmten Blickwinkeln am Himmel entsprechen könnten. Mit einem rekonstruierten Bronzereplikat und astronomischer Simulationssoftware richteten ihr Team verschiedene Löcher auf den Horizont bei Schlüsselereignissen der Jahreszeiten aus. Was sie fanden, war unerwartet. Bei einer bestimmten Lochausrichtung zum aufgehenden Sonne während der Frühlingstag- und Nachtgleiche rahmte die Öffnung exakt den Winkel des Sonnenaufgangs über dem Horizont in Nordeuropa ein. Drehte man das Objekt leicht, passten andere Lochpaare zur Sonnenhöhe bei der Herbsttag- und Nachtgleiche. Die variierenden Durchmesser waren nicht zufällig. Sie erlaubten es, Himmelskörper durch unterschiedliche Winkelbereiche zu beobachten. Kurz gesagt, das Objekt könnte als primitives astronomisches Visiergerät gedient haben. Das erklärt möglicherweise etwas, womit Archäologen lange rangen. Dodekaeder tauchen fast ausschließlich in den nördlichen Provinzen auf, Regionen, in denen das saisonale Sonnenlicht dramatisch wechselt. Bauern dort waren auf präzises Timing angewiesen, wann pflanzen, wann Vieh vorbereiten, wann Winter droht. Doch hier wird die Theorie noch beunruhigender. Wenn das Objekt Sonnenwinkel maß, geschah das mit geometrischer Präzision, die tiefes Verständnis von Horizontsastronomie voraussetzt. Römische Gelehrte studierten den Himmel, doch solche Instrumente tauchten normalerweise in Texten, Observatorien oder Gelehrtenkontexten auf. Stattdessen finden sich Dodekaeder in ländlichen Siedlungen, Grenzdörfern und isolierten Höfen, Orten ohne formale astronomische Ausbildung. Das wirft eine Möglichkeit auf, die Historiker erst langsam in Betracht ziehen. Das Wissen in diesen Objekten stammte vielleicht gar nicht von römischen Wissenschaftlern. Es könnte aus älteren, lokalen Traditionen kommen, Traditionen, die den Rhythmus des Himmels längst kannten, lange bevor Rom eintraf. Ein Muster, das nicht existieren sollte. Sobald Forscher alle bestätigten Fundorte römischer Dodekaeder mit moderner Geosoftware kartierten, zeichnete sich ein Muster ab, das zuvor kaum jemand bemerkt hatte. Es ging nicht nur darum, dass die Objekte in den nördlichen Provinzen auftauchten, sondern genau wo darin. Im Jahr 2020 überlagerten Landschaftsarchäologen der Universität Leiden 132 bekannte Fundstellen auf einer digitalen Rekonstruktion der römischen Grenzinfrastruktur. Sie erwarteten Ballungen um Militärlager oder Handelsrouten. Stattdessen reihten sich die Dodekaeder an etwas viel Seltsameres auf. Viele lagen in Zonen, die die Römer selbst als instabile Grenzen zwischen Kulturen betrachteten. In Britannien mehrere Funde am Rand ehemaliger Stammesgebiete der Brigantes und Iceni. In Gallien Entdeckungen nahe alter keltischer Stammesgrenzen, die in das römische System integriert worden waren. In Germanien Funde in Siedlungen direkt entlang der fließenden Grenze zwischen römischer Kontrolle und unabhängigen germanischen Territorien. Das Muster wiederholte sich so konsequent, dass Forscher es liminale Verteilung nannten. Liminale Räume, Orte, an denen Welten aufeinandertreffen. Kulturen vermischen sich, Glaubenssysteme verschmelzen, römische Autorität schwächt sich ab und lokale Traditionen überleben unauffällig darunter.
Plötzlich wirkt das Dodekaeder nicht mehr wie ein zufälliger Fund, sondern wie ein Werkzeug, das gezielt in diesen instabilen kulturellen Zonen eingesetzt wurde. Ein Fund in Tongeren, Belgien, trieb diese Idee noch weiter. 1995 gruben Archäologen in einem römischen Haus ein bronzenes Dodekaeder unter dem Boden, nahe dem Eingang aus. Es war nicht verloren, es war absichtlich während des Baus platziert worden. Römische Bauherren vergruben manchmal Münzen oder kleine Objekte als Gründungsopfer zum Schutz des Gebäudes. Münzen waren üblich, Dodekaeder jedoch nicht. Das wirft eine Möglichkeit auf, die wenige Forscher offen diskutierten. Wenn diese Objekte in Grenzritualen für Schutz, Weissagung oder Kontakt mit lokalen Gottheiten dienten, könnte ihre Lage an kulturellen Grenzen kein Zufall sein. Sie könnten speziell entwickelte Werkzeuge gewesen sein, um zwischen der römischen Welt und den unbekannten Kräften jenseits davon zu vermitteln. Das Metall, das 2000 Jahre nicht überdauern hätte sollen. Es gibt ein letztes Detail zu römischen Dodekaedern, das Archäologen selten außerhalb von Fachzeitschriften erwähnen. Doch sobald man es bemerkt, vertieft sich das Rätsel noch mehr. Die meisten römischen Bronzeobjekte überstehen 2000 Jahre nicht intakt. Bronze korrodiert. Die Bodenchemie frisst sich langsam in die Kupferlegierungen, hinterlässt grüne Krusten und spröde Oberflächen. Viele römische Bronzefunde sind stark zerfallen, manchmal kaum noch erkennbar, wenn sie aus dem Boden kommen. Doch eine überraschend hohe Zahl von Dodekaedern hat sich in bemerkenswert stabilem Zustand erhalten. 2021 analysierten Metallurgen der University of Nottingham mehrere Exemplare aus Britannien und Nordfrankreich mit Röntgenfluoreszenzspektroskopie. Was sie fanden, war ungewöhnlich, selbst für römische Verhältnisse. Die Legierungszusammensetzung war nicht typisch. Normale römische Bronzeobjekte bestanden meist aus Kupfer mit 8–12% Zinn, manchmal Spuren von Blei. Bei mehreren Dodekaedern zeigte sich deutlich höherer Zinnanteil, in manchen Fällen über 20%. Das ist entscheidend. Hochzinnbronze verhält sich anders. Sie wird härter, spröder und deutlich korrosionsbeständiger. Ihre Herstellung erfordert extrem präzise Temperaturkontrolle beim Gießen. Zu heiß, die Legierung trennt sich. Zu schnell abgekühlt, sie reißt. Das ist keine Mischung, die man beiläufig für Deko oder Spielzeug wählt. Es braucht erfahrene Metallurgen und sorgfältigen Ressourceneinsatz. Zinn war in der römischen Welt ein wertvolles Gut. Vieles kam aus Minen in Britannien oder Iberien, transportiert über komplexe Handelsnetze. Hoher Zinnanteil machte jedes Dodekaeder deutlich teurer als gewöhnliche Bronzewerkzeuge. Das wirft eine naheliegende Frage auf. Warum so viel Material und Handwerkskunst in ein Objekt investieren, das nie massenproduziert, nie dokumentiert und offenbar nur in wenigen Grenzregionen genutzt wurde? Eine Möglichkeit: Haltbarkeit. Wenn das Objekt wiederholtes Erhitzen, rituelles Verbrennen von Harzen oder Außeneinflüssen aushalten sollte, schützt die härtere Legierung vor Verformung oder Schmelzen. Doch es gibt eine weitere Spur, die Historiker langsam in Betracht ziehen. In vielen antiken Kulturen wurden rituelle Objekte absichtlich aus speziellen Materialien gefertigt, um sie von Alltagsgegenständen abzuheben. Härtere Metalle, seltene Legierungen oder ungewöhnliche Techniken signalisierten oft heilige oder verbotene Funktionen. Das Dodekaeder könnte nicht nur für eine bestimmte Nutzung konstruiert worden sein, sondern um Generationen zu überdauern. Und dass so viele 2000 Jahre im Boden überstanden haben, zeigt, die römischen Handwerker haben es geschafft. Das Experiment, das etwas Unerwartetes enthüllte. Über mehr als 2 Jahrhunderte wurden römische Dodekaeder nur als Artefakte studiert, vermessen, katalogisiert und in Fachaufsätzen debattiert. Doch 2021 wagte ein Team der University of Exeter etwas Ungewöhnliches. Statt nur zu analysieren, wollten sie eines originalgetreu nachbauen und benutzen. Mit hochauflösenden Scans aus mehreren Museumsexemplaren in Britannien und Deutschland gossen sie eine präzise Bronzereplika. Im selben Wachsausschmelzverfahren, das die Römer vor fast 2000 Jahren nutzten. Jede Einzelheit wurde nachgebildet, die unterschiedlichen Lochdurchmesser, die kleinen abgerundeten Knäufe an jeder Ecke. Dann testeten sie systematisch, was niemand zuvor ernsthaft versucht hatte. Sie platzierten eine kleine Hitzequelle darunter und verbrannten Harze, ähnlich denen römischer Weihrauchrituale. Weihrauch, Kiefernharz, Wacholderöl. Das Ziel war einfach: beobachten, was mit dem Rauch durch die Öffnungen passiert. Die Ergebnisse waren sofort seltsam.
Statt chaotisch aufzusteigen, trat der Rauch in klaren, gerichteten Strömen aus den Löchern. Je nach Ausrichtung des Objekts funktionierten die 12 Öffnungen wie ein System kontrollierter Ventile. Beim langsamen Drehen über der Hitzequelle entstanden im Luftstrom wechselnde geometrische Muster. Noch überraschender wurde es im Freien. Wind, der mit den unterschiedlich großen Löchern interagierte, erzeugte leise tonale Klänge. Kein lautes Geräusch, aber hörbar. Ein tiefes Pfeifen oder Summen, das sich je nach exponierter Fläche veränderte. Das bedeutete, das Objekt erzeugte gleichzeitig 3 beobachtbare Effekte: kontrollierte Rauchfahnen, gerichtete Luftströmungen und subtile akustische Töne. Diese Kombination erregte die Aufmerksamkeit von Spezialisten für römische Religion. Viele Rituale an den Grenzen, bei Kelten und Germanen, deuteten Rauchbewegungen, Windverhalten und ungewöhnliche Klänge als Botschaften göttlicher Kräfte oder Vorhersagen. Priester beobachteten, wie Rauch sich drehte, lauschten Windveränderungen und interpretierten Laute als Zeichen aus der unsichtbaren Welt. Plötzlich wirkte das Dodekaeder nicht mehr wie ein Rätselobjekt, sondern wie ein ritueller Verstärker. Ein Gerät, das natürliche Elemente übertrieb, damit sie in Divinationszeremonien klarer erkennbar wurden. Rauch zeigte Richtung, Wind erzeugte Klang. Die 12 Öffnungen erlaubten Kontrolle über diese Kräfte. Das könnte endlich erklären, was Archäologen von Anfang an rätselte: warum jedes Dodekaeder leicht anders ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß! Klickt auf eine der Karten auf dem Bildschirm, um ein weiteres Video anzusehen. Vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren.